Wir fassen nochmal zusammen, was wir bislang zu wissen meinen über Signaltransduktion und zielgerichtete Krebstherapie. Dazu haben wir normalerweise etwas außerhalb der Zelle, normalerweise in der Zelle Proteine der Signalübertragung und dass von außen nach innen ein Signal übertragen wird. Dazu brauchen wir einen Rezeptor. Einen Rezeptor bindet ein sogenannter Ligand, ein Botenstoff, und dann geht von Protein zu Protein die Signalübertragung weiter. Und ganz unten wird der Zelle dann gesagt, teil dich oder mach ein bisschen mehr. Wichtig ist jetzt aber, dass sobald ein Protein sein Signal übertragen hat, es sich auch wieder abstellt. Als älterer Jahrgang fiel mir dazu sofort die 80er, 90er Jahre Show Ruckzuck ein, wo das ja so ein bisschen ähnlich ist. Wobei das genau genommen auch nichts anderes als stille Post ist. Bei Krebs haben wir aber nun mal Mutationen, die dafür sorgen, dass das Signal eben nicht in irgendeiner Form wieder abgeschwächt wird, sondern dauerhaft überaktiviert vorliegt. Und bei der zielgerichteten Therapie haben wir uns dann vorgestellt, können wir diese Mutation ja therapeutisch angehen. Wir inhibieren einfach das Protein, was von der Mutation beeinflusst wird. Das ist dann unsere zielgerichtete Therapie und ich habe Ihnen so ein kleines Smiley an die Seite gemacht. Das funktioniert verdammt gut. In diesem Video, was wir ja viel sagen, zielgerichtete Therapie Nummer 2 tituliert haben, wollen wir aber ein bisschen drüber hinausgehen. Was ist denn zum Beispiel, wenn man das Target, was man sich ausgesucht hat, gar nicht inhibieren kann? Oder womöglich, wenn die Mutation, die wir angehen wollen, gar keine aktivierende Mutation ist? Hallo, mein Name ist Matthias Scheffler, ich bin Onkologe mit dem Schwerpunkt zielgerichtete Krebstherapie und dieses Video wird jetzt ein bisschen theoretischer. Ist aber super wichtig, dieses Video zu machen, weil wir ja mit unseren Videos zu den Krebsmutationen weitermachen wollen. Und dafür ist das Verständnis von diesem Video und auch noch von einem Video zielgerichtete Krebstherapie Nummer 3 wirklich essentiell. Gehen wir aber nochmal in die Zelle. Da habe ich Ihnen das ja gezeigt und was Sie hier sehen, das sind alles in der Tat Signalübertragungsstoffe. Die können mutiert sein und dann haben wir das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, dass man einen Dauerstimulus auf die Zelle hat. Und wenn ich meine Dauerstimulus, dann meine ich natürlich in erster Linie Zellteilung, Wachstum etc. Dieses Bild dient also bislang so als Aufhänger für unsere Serie zielgerichtete Krebstherapien. Und was wir in diesem Video angehen wollen, ist, dass wir die Voraussetzungen für die zielgerichtete Therapie noch ein bisschen weiter fassen. Wir haben nämlich gesagt, ich nenne es mal zielgerichtete Therapie Nummer 1, ein Protein muss inhibierbar sein. Zweite Voraussetzung ist, die Mutation muss aktivierend sein. Wir gucken uns erstmal an, was wir meinen mit Protein muss inhibierbar sein. Stellen Sie sich hier bitte vor, dass es ja immer um Proteine geht, die wir zielgerichtet therapieren wollen und die können natürlich unterschiedliche Formen haben. Ich habe das hier mal ein bisschen plakativ gemacht, ich hatte in anderen Videos da ganz gerne Autos für verwendet. Ich denke, ich bin diesmal bei Tischen ganz gut aufgehoben. Stellen Sie sich vor, Sie wollen Ihr Medikament an den Tisch bringen. Dazu ist es natürlich vorteilhaft, dass man Stühle am Tisch hat. In solchen Fällen ist es kein Problem, die zielgerichtete Therapie so anzusetzen, dass man letztlich das ganze Protein in Ketten legt bzw. in den Käfig sperrt, dass es also nicht mehr aktiviert ist. Auf der anderen Seite dagegen haben wir ein Problem, dass wir da ja nichts irgendwo hinsetzen können. Einfach ein sehr kleines Protein, was uns nicht die Möglichkeit bindet, irgendwie ein Medikament da noch ranzubekommen. Und das ist für relativ viele Proteine, wo wir die Mutationen kennen, durchaus der Fall. Das gängigste Beispiel sind die verschiedenen Caras-Mutationen, die wir ja schon angesprochen haben. Gucken wir uns aber jetzt nochmal an, was das genau heißt. Wir haben also zufällig an der Position, wo man normalerweise Caras erwarten würde, hier eine Mutation und ich habe da so ein bisschen einen Radius drum gezogen. Das lässt sich, warum auch immer, nicht inhibieren. Dann ist vielleicht der nächste Schritt zu sagen, naja, ich habe ja einen Stimulus, der von oben nach unten geht, also inhibiere ich einfach was da drunter ist. Wir sprechen in solchen Modellen auch von Downstream-Inhibierung. Und Downstream-Inhibierung ist relativ tückisch, weil wir ja eben in der Zelle nicht so ein zweidimensionales Modell haben, wie wir es immer schön gerne darstellen, sondern wir haben ja ein dreidimensionales Modell. Das heißt, wenn wir an unserem Bild bleiben, so ist ja gar nicht realistisch dargestellt, wie es in der Zelle abläuft, sondern es läuft eher so ab. Man hat da diverse Bypässe, diverse andere Wege. Das wollte ich mit dem Thumbnail so ein bisschen zeigen, dass es da ja nicht nur einen geraden Weg gibt, den es irgendwie zu inhibieren gibt, sondern
dass das durchaus ja schon eine etwas komplexere Geschichte ist. Jetzt kann man aber natürlich sagen, naja gut, wenn ich sowas habe, dann kann ich ja eventuell auch noch hier und auch noch hier inhibieren. Das wird in der Tat auch gemacht, das ist gar nicht mal so selten, dass wir bei verschiedenen Mutationen gucken, dass wir, wenn wir die nicht selbst therapieren können oder nicht selbst angehen können, dass wir dann versuchen, den Downstream abzudecken. Aber auch das ist ehrlich gesagt nur eine starke Vereinfachung, ne? Sie müssen sich vorstellen, dass die einzelnen Proteine untereinander auch noch sich unterhalten können, sprechen können. Ich habe hier rot mal Aktivierungen dargestellt, nehme blau auch nochmal Inaktivierungen dazu, also hemmende Effekte haben. Das ist schon recht komplex und deswegen können Sie sich vorstellen, dass diese Art von zielgerichteter Therapie auch nicht ganz so gut ist wie die zielgerichtete Therapie, wenn man wirklich das betroffene Protein hemmen kann. Wir hatten die Form von Downstream-Inhibierung schon angesprochen in unserem PIK3CA-Video, wo wir gesehen haben, naja, wenn ich PIK3CA vielleicht nicht so gut inhibieren kann, vielleicht kann ich dann ACT, was genau darunter liegt, oder mTOR inhibieren. Und es wird vor allen Dingen noch sehr relevant werden, wenn wir uns in einem der nächsten Videos mit den BRAF-Mutationen auseinandersetzen. Da sehen wir, dass es sogar zwingend notwendig ist, den Downstream mit zu inhibieren. Aber in der Summe kann man sagen, eine reine Downstream-Inhibierung ist nicht so gut, wie wenn wir ein Protein direkt hemmen können. Und wenn es einen Downstream gibt, gibt es natürlich auch einen Upstream. Und hier ist ja die Sache, dass ich Ihnen immer gezeigt hatte, dadurch, dass wir die Mutation haben, ist quasi alles, was da drüber in Anführungszeichen passiert, irrelevant. Das stimmt aber nicht ganz. Im Rahmen der zielgerichteten Therapie kann es durchaus sein, dass zum Beispiel Resistenzmechanismen entstehen, weil im Upstream irgendwas zum Beispiel amplifiziert oder nochmal mutiert ist. Dementsprechend gibt es auch Upstream-Inhibierung, die spielt aber in der Regel keine Rolle von Beginn der Therapie, sondern ist eher was für die Resistenz-Settings. Kommen wir zur zweiten Voraussetzung von zielgerichteter Therapie. Die Mutation muss aktivierend sein. Das gucken wir uns jetzt mal an und das ist in erster Linie ein Wording-Problem. Wir haben sogenannte Proto-Onkogene. Alles, was ich Ihnen gerade in der Abbildung gezeigt hatte, sind Proteine, die wir als Proto-Onkogene bezeichnen. Was heißt das? Normalerweise bringen die Ihnen täglich einen Brief vorbei und ziehen dann auch von dann, wenn der Brief abgeliefert ist. In dem Moment, wo aber eine aktivierende Mutation da reinkommt, werden die zu Onkogenen, zu klaren Krebstreibern. Und dann liefern sie eben nicht einen Brief ab und gehen dann wieder zurück, sondern da haben sie ein schweres Paket dabei mit ganz vielen Sachen. Viel zu viel Information und viel zu dauerhafte Information. Das ist die Definition von Onkogen. Wir haben aber nicht nur onkogene Mutationen, sondern auch noch andere Mutationen in der Zelle. Gucken wir uns das nochmal an. Das ist schematisch dargestellt unten, das ist der sogenannte Zellzyklus. Das ist das Schicksal, was eine Zelle durchwandern muss, um sich zu duplizieren. Und drumherum haben wir in Blau mit dem Auge dabei ganz viele Proteine, die diesen Zellzyklus halt überwachen oder kontrollieren. Das heißt, wenn es zu Schäden im Zellzyklus kommt, das ist namentlich DNA-Schädigungen oder Mutationen, die da eigentlich nicht hin sollen, zum Beispiel onkogene Mutationen, dann kümmern sich da in der Regel ein paar Proteine drum, um entweder die Zelle in den Selbstmord zu treiben oder aber Reparaturen auszulösen. Diese Proteine können natürlich auch mutiert sein und was wir dann oft haben, ist eine Inaktivierung des Proteins. Stellen wir uns kurz vor, das wäre aktivierend mutiert, wäre das ja per se erstmal nichts Schlimmes. Dann würde es ja umso mehr den Zellzyklus überwachen und umso mehr auf mögliche DNA-Schäden warten. Unser Problem ist, wenn es ausfällt. Weil diese Proteine also im Normalfall dafür sorgen, dass womöglich onkogene zu tumorführenden Mutationen nicht Einfluss nehmen können auf das Zellleben, sprechen wir in diesen Fällen auch von sogenannten Tumorsuppressorgenen oder Tumorsuppressorproteinen. Das heißt, die verhindern durch ihr Vorhandensein das Auftreten von Tumoren. Ich will Ihnen jetzt nicht verheimlichen, dass man das auch noch ein bisschen genauer zusammenfassen kann. Man spricht auch von Caretaker, Gatekeeper und Landscaper-Proteine. Da mache ich aber ein getrenntes Video zu, um da nochmal genau drauf einzugehen. Wenn wir das jetzt inhibieren wollen, haben wir das Problem, da ist ja so gesehen gar nichts, was wir inhibieren können. Und deswegen immer nochmal vorangestellt, brauchen wir halt aktivierende Mutationen. Was können wir denn in solchen Fällen machen, wo wir halt gar nichts
hemmen können. Auch hier kann man so ein bisschen um die Ecke denken, beziehungsweise die Straßen vom Thumbnail so ein bisschen nachgehen. Wenn ich sowas habe, wenn ich ein Protein habe, was normalerweise sich um die Schäden im Zellzyklus kümmern würde, dann ist das nicht alleine, sondern es steht genauso in einem Netzwerk an Informationen, wie wir das bei den Signalübertragungen gesehen haben. Das heißt, es gibt rechts und links diverse Proteine, die davon angestachelt werden. Es gibt aber auch diverse Proteine, die davon in Schach gehalten werden. Heißt, wenn das jetzt ausfällt, fallen natürlich auch die Proteine aus, die aktiviert werden von diesem Protein. Demgegenüber haben wir aber die normalerweise gehemmt werden von dem Protein, im stärkeren Maße. Und das kann man auch versuchen auszunutzen, indem man die dann therapeutisch angeht. Sie können sich mit Sicherheit vorstellen, dass das schon extremst um die Ecke gedacht ist und nicht sonderlich gut funktioniert. Das kann in Einzelfällen mal klappen, aber realistisch muss man sagen, in der absoluten Mehrheit der Fälle ist so ein Therapiekonzept nicht wirklich weiterführend. Aber wir machen es trotzdem und diskutieren das immer mal wieder an, wenn keine andere therapeutische Option zur Verfügung steht. Wenn Sie sich jetzt sagen, wow, das ist aber viel Information, das ist ja auch viel sehr spezielle Information, das ist die Existenzberechtigung für die molekularen Tumorboards. Und da machen wir natürlich auch noch ein Video zu und da wird dann diskutiert, was die TP53-Mutation, was die MET-Amplifikation und für einen Einfluss hat und am Ende wird daraufhin auch eine Therapie empfohlen. Wie gesagt, machen wir noch ein eigenes Video zu, ist ein super spannendes Thema.